Während der letzten 200 Jahre hat die Chronologie der turkstammigen Geschichte immer wieder einen neuen Wandel erfahren. Die meisten Historiker unserer Zeit meinen in diesen zerwühlten Geschehnissen eine lineare Kette zu erkennen. Doch es gibt, angefangen bei den Mongolen in Zentralasien, über die Steppen der sibirischen Platte bis zu den Strömen von Hunnen oder Seldschuken, erhebliche historische Lücken. Auch wenn diese ignoriert werden, haben immerhin einige Wissenschaftler festgestellt, dass diese Geschichte ohne die Kenntnisse der etruskischen, chinesischen und vor allem der morgenländischen Historien nicht nachzuvollziehen ist. Dennoch schlägt man heute sämtliche Erkenntnisse der neuen Forschungen des vorchristlichen Altertums in Bezug auf die turkstammige Geschichte in den Wind und lässt ausschließlich alte westliche Normen und Resultate gelten. Im deutschsprachigen Raum stellen wir hiermit zum ersten Mal Fakten vor, die sich sowohl auf die Literaturen berühmter Forscher als auch auf das aus den antiken Quellen gewonnene Material stützen, deren Auslegung in der morgenländischen Geschichtswissenschaft und Archäologie eine beachtenswerte Gestalt angenommen hat. Auf unserem Planeten leben Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und Vergangenheit. Jeder Mensch ist einer Völkerschaft zugehörig, die mit einer historischen Wanderung oder Abzweigung verbunden ist. Mithilfe solcher Wanderungsverhältnisse werden in der Migrationssoziologie chronologische Abläufe der Entstehungsgeschichten von Völkern erstellt, um ihnen innerhalb einer gemeinsamen Vergangenheit und Werte eine historische Identität zu verleihen. Das heißt, Menschen verlassen kriegs- oder eroberungsbedingt ihr Zuhause, um sich in die entfernten Gebiete auszudehnen. Die Türkei. Sie ist das erste Land, welches einem in den Sinn kommt, sobald man den Begriff Türke ausspricht. Was jedoch ein durchschnittlicher Europäer nicht weiß, ist, dass dieser Begriff auch andere turkstämmige Personen mit umfasst, die nicht unbedingt der Türkei stammen, sondern den sogenannten Turkstaaten. Als solche werden heute die Staaten des vorderen und mittleren Asiens angenommen, die in ihren demografischen Entwicklungen nach genetischen Gesichtspunkten hauptsächlich den turkstämmigen Vorfahren entspringen. Solche Turkstaaten sind neben der Türkei auch Aserbaidschan, Kirgisistan, Turkmenistan, Kasachstan und Usbekistan. Das heißt, ein ethnischer Türke ist nicht unbedingt eine Person aus dem anatolischen Hochland, sondern kann auch aus diesen erwähnten geografischen Gebieten stammen. Soweit so gut. Innerhalb der benachbarten Staaten dieser Länder, wie in Russland, China, Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Ungarn oder Bulgarien, existieren wiederum historisch anerkannte turkstämmige Volkseinheiten, die unter dem ethnografischen Sammelbegriff Türke zusammenzufassen sind. Diese vorangehende Definition der Begriffsbestimmung zeigt, dass es keine einheitliche Geschichtsschreibung dieser Volksgruppen existiert. Das verschwommene Fundament ist dem Umstand geschuldet, dass bei der inhaltlichen Schwerpunktsetzung der türkischen Geschichte der historische Rahmen an die postislamische Zeit ab dem 6. Jahrhundert nach Christus geknüpft wird. Selbst das Osmanische Reich hat bis heute, hervorgerufen durch die externen Geschichtsschreiber, so viele historische Ausfälle erleben müssen, dass nur eine Handvoll von Wissenschaftlern imstande ist, diese gerade noch zu ebnen. Um es zunächst exemplarisch aufzuführen, worum es nun hier geht und in welchem Zusammenhang diese Dokumentation zu verorten ist, betrachten wir zwei Ergebnisse der linguistischen Analyse folgender frühhistorischer Sprachen. Die sogenannten Lal-Wörter wie Anna, Atta oder Baba usw. wurden bewusst ausgelassen, da sie in vielen Sprachen in Erscheinung treten und uns in dieser hypothetischen Beobachtung nicht weiterhelfen. Auf der linken Seite sieht man sumerische Begriffe und rechts die dazugehörigen prototürkischen Äquivalente. Es wurde mehrmals versucht, die sumerische Sprache mit anderen Sprachfamilien in Beziehung zu setzen, was jedoch scheiterte. Man kam zum wichtigen Ergebnis, dass das Sumerische mit keiner uns bekannten Sprache verwandt ist und somit als isoliert gilt. Nun, in dieser Tabelle sieht man einige Begriffe. Wir wollen hieraus keine Sprachverwandtschaft ableiten, sondern aufzeigen, dass solche Ansatzpunkte für linguistische Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Sprachen existieren und ignoriert werden. Insgesamt sind es rund 350 proto-türkische Begriffe. Sumerer waren eine der ersten Hochkulturen unserer Geschichte und lebten ca. um 5000 v. Chr. Im Zweistromland am Euphrat und Tigris. Das Alter der Prototürken jedoch, die der westlichen Welt von einigen chinesischen Quellen bekannt ist, reicht gerade mal bis ins 3. Jahrhundert v. Chr. zurück. Wenn wir uns sogar in die Zeiten von Göktürken oder Seldschuken bewegen würden, würde es mit dem 5. oder 11. Jahrhundert nach Christus nicht mal für ein halbvolles Glas ausreichen, um ein Vergleichsschema dieser Sprachen auszuarbeiten. Also einerseits eine Hochkultur mit insgesamt ca. 7000-jähriger Geschichte und andererseits Autoren, deren Alter nicht mal geordnet und durch die Menschheitsgeschichte in aller Winde zerstreut ist. Ein zweites Beispiel.
Links sieht man etruskische Begriffe und rechts wieder die dazugehörigen proto-türkischen Äquivalente. Etrusker kamen ungefähr um 1000 v. Chr. mit der Villanova-Kultur auf der italienischen Halbinsel hervor und waren die Gründer von Rom. Nun, das waren lediglich 2 linguistische Beispiele, um ein ungefähres Bild zu skizzieren, welche historische Fragen uns hier erwarten. Etrusker, Sumerer und Proto-Türken sind alle voneinander unabhängige und völlig verschiedene Ethnien. Mit Sprachanalyse kann man daher keine genetischen oder geografischen Ansätze aufstellen, was wir im Nachhinein noch sehen werden. Was wir aber aufgrund dieser Ähnlichkeiten schon mal festhalten können, ist, dass sowohl Etrusker als auch Sumerer in irgendeiner Art und Weise einen Kontakt mit turksprachigen Menschen gehabt haben mussten. Und hierbei entsteht die Grundfrage unserer Problemstellung. Warum sind uns die gemeinsamen Sprecher dieser beiden antiken Hochkulturen erst einige Tausende oder Hunderte Jahre später bei den Altaigebirgen bekannt, mehrere Kilometer von Bologna oder Euphrat und Tigris entfernt? Wenn sie doch irgendeinen Kontakt gehabt haben sollten, warum werden sie dann von keiner anderen Volksgruppe in ihren Schriften beschrieben? Und um diese Fragen zu beantworten, müssen wir einiges in unserer modernen Geschichte hervorkramen. Wir schreiben das Jahr 1879. Der englische Premierminister William Ewart Gladstone tritt mit einer gegen das Osmanische Reich gerichteten Midlothian-Kampagne hervor, um eine gesamteuropäische Außenpolitik zu beginnen. Die damaligen Unruhen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Bulgarien, Ungarn und Griechenland wurden zum ersten Kampagneninstrument gemacht, um ein rabiates Bild über die osmanische Herrschaft in den Köpfen der europäischen Bevölkerung zu malen. Damit dem britischen Imperialismus noch vor der russischen und französischen Präsenz ein Schub auf der globalen Bühne, vor allem im Nahen Osten, gegeben werden konnte, dessen Gründe wir auch in der Analyse des Lausanner Vertrages kennengelernt hatten, hat Herr Gladstone eine 64-seitige Kampagnenbotschaft unter dem Namen Bulgarian Horrors on the Question of the East veröffentlicht. Die Hauptessenz dieser Botschaft konzentrierte sich auf die vollständige Zurückdrängung der osmanischen Stellungen aus Europa und später auch aus Anatolien und bestand unter anderem aus folgenden Hauptpunkten. Erstens. Die Osmanen und ihre turkstammigen Vorfahren zogen seit der Zeit der Seldschuken im 11. Jahrhundert aus Zentralasien nach Westen und besiedelten die Gebiete des Nahen Ostens, indem sie die Einheimischen dieser Region mit Gewalt türkisierten und sich mit diesen vermischten. Zweitens. All die turksprachigen Gruppen in Iran, Irak, Syrien, Kaukasus und Kleinasien haben aufgrund dieser Assimilation unterschiedliche Ethnogenesen und somit kein zusammenhängendes historisches Band. Drittens. Der historische Türke ist selbst im Gegensatz zum Mohammedaner unzivilisiert, brutal und niederträchtig und ist in Zentralasien, vor allem in der Mongolei und an den Tian-Shan-Gebirgen zu Hause. Diese in sich sehr detaillierte Sichtweisen, die heute auch nicht wenige teilen, hatten zum Ende des 19. Jahrhunderts kaum einen historischen Zusammenhang. Sie entsprangen vielmehr einem geopolitischen Kontext, der gegen die osmanische Herrschaft in Osteuropa gerichtet war, mit dem Ziel, sie aus dem europäischen Osten hinauszujagen. Im Laufe der Zeit erhielt diese europäische Außenpolitik eine tragfähige historische Hülle, aus der sich nach westlichem Verständnis ein angepasster Werdegang der ethnischen Türken herauskristallisierte. Das aber auch zu Recht, weil nach europäischer Sicht eine bestehende 600-jährige Schreckensherrschaft der Türken in Eurasien nicht anders besiegt worden wäre, außer ihnen ihre eigene Identität zu nehmen und sie möglichst mit Lücken zu belasten. Sowohl der gesamte Westen als auch einige arabische Staaten schrieben darauf, ihre antiken Historien bis zum Islam gestützt auf diese 3 Grundsätze, die zur Festigung der sogenannten Altai-These führte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es unzählige Forschungen und Expeditionen des Westens in Ost- und Zentralasien. Erwähnenswert sind hier die Forschungen von berühmten Turkologen wie Karl Heinrich Menges, Gustav Vion Ramstedt, Wilhelm Tomaschek, Joseph de Guignes, Wilhelm Radloff und einige andere. Die historische Hülle, die die damalige europäische Außenpolitik maskierte, stützte sich hauptsächlich auf die Forschungsergebnisse dieser Forscher. Als Produkt des bereits erwähnten Rahmens der europäischen Außenpolitik bildete man somit einen polithistorischen Ansatz, der die gesamte vorislamische Zeit der Proto-Türken stark erschöpfen ließ. Die Fragen wie, warum findet man in der Antike forensische Spuren der turkstammigen Anthropologie im Nahen Osten und Kaukasus, wie kommen hunderte turkstammige Begriffe in die Sprachen der Sumerer, Etrusker oder Skandinavier, warum gibt es kulturelle und sogar genetische Bindungen zwischen diesen antiken Völkern und Türken, wenn die letzteren doch zu diesen Zeiten nicht existent waren? Diese Lücken kann die zentralasiatische Theorie nicht schließen.
Die Turkologen, die seit rund 2 Jahrhunderten diese Thesen vertraten, waren intelligente Forscher ihrer Zeit. Sie haben für ihre Beobachtungen unheimlich viel Zeit investiert, erforscht und nicht wenige Expeditionen durchgeführt. Das Problem bei ihren meisten Thesen war, dass die Suche auf dem Planeten, nämlich in Zentralasien, völlig an einem irrelevanten Ort für die Geschichte der Protetürken begann. Wir sagen nicht, dass Zentralasien überhaupt nicht relevant für die protetürkische Chronik sei, nein, aber dieses Gebiet ist für den Beginn der Historie völlig fehl am Platz. Die Expeditionen fanden vor allem an den Tian-Shan-Gebirgen, in den heutigen Gebieten von Mandschurei und Mongolei, in der Umgebung des Südbaikalbeckens und zwischen den Altai- und Uralgebirgen statt. Die führende Kernthese, aus der sich die heutige türkische Geschichte herleiten lässt, wurde vom ehemaligen sowjetischen Ethnologen Lew Nikolajewitsch Gumilev weitergeführt, der vieles aus den chinesischen Quellen ableiten ließ. Jetzt fragt man sich nur warum. Warum begeben sich berühmte polnische, holländische, deutsche oder sowjetische Forscher nach Zentralasien, um eben dort und nicht woanders eine ihnen völlig unbekannte Geschichte zu erforschen? Dass die damalige europäische Außenpolitik gegenüber dem damaligen Osmanischen Reich den Anfang dieser Triebfeder gab, lassen wir zunächst beiseite, aber was war der erste wissenschaftliche Beweis, worauf sich all diese Forscher gestützt haben? Der abstrakte Hauptgrund der Festsetzung der Forschungen exakt an diesem geografischen Ort in Zentralasien war zunächst dieses Gestein vom 18. Jahrhundert. Es ist ein Stein oder ein Menhir mit den sogenannten Orkhon-Runen auf seiner Oberfläche, der circa aus dem 5. Jahrhundert nach Christus stammt. Diese Orkhon-Runen werden heute als das antike Alphabet der früheren Turksprachen angenommen und dokumentieren somit die erste sprachliche Entwicklung der Türken. An dieser Stelle müssen wir einen kleinen, aber wichtigen Punkt aus der Geschichtsforschung kennen. Für die Beurteilung des evolutiven Werdeganges eines Volkes ist eine feste Reihenfolge von wissenschaftlichen Lehren zu beachten. Das sind Anthropologie, Archäologie und Genetik. Die Anthropologie beschäftigt sich mit der allgemeinen Wissenschaft von Menschen und seiner Entwicklung. Die Archäologie ist die sogenannte Altertumswissenschaft und analysiert die sichtbaren Überreste antiker Kulturen. Und die Genetik beschäftigt sich mit der Weitergabe von Erbanlagen von einer Generation an die folgende. Nachdem diese Lehren an einem geografischen Epizentrum bezogen auf ein Volk festgestellt, analysiert und mit argumentativen Beweisen hinterlegt werden, kommen die sprachlichen, theologischen, rituellen oder mythologischen Einordnungen ins Spiel und präzisieren den gesamten Werdegang dieses Volkes. Das heißt, man fängt zunächst mit der Erforschung der gefundenen menschlichen Überreste und der Ortschaft an, um eine Entfaltung einer Gruppe von Menschen zu beschreiben, und schließt diese Forschung mit den genetischen Analysen ab. Retrospektiv ergänzt man sie mit sprachbezogenen, grammatikalischen und mythologischen Elementen, um dem gefundenen Volksstamm in einer historischen Gedeihlichkeit einen äußeren Charakter zu verleihen. Nun, was hier gefunden wurde und seit mehr als 200 Jahren der Geschichte der Türken seinen Stempel aufdrückt, ist ein einfaches linguistisches Postulat. Dieses enthält weder die anthropologische noch die archäologische oder die genetische Komponente, sondern gibt lediglich die sogenannte glottogenesische Sicht wieder. Das damit verbundene weitere Problem ist, dass sobald man diese Reihenfolge außer Acht lässt, entstehen zusammenhängende Hindernisse, die von der auf falschen Grundsätzen aufgestellten Theorie nicht enträtselt werden können. Das heißt nicht, dass die Forscher keine anthropologischen, genetischen oder archäologischen Thesen in Zentralasien bezüglich der Geschichte der Türken aufgestellt haben. Das haben sie doch. Aber sie haben diese Thesen erst dann aufgestellt, nachdem sie das Fundament der Chronologie auf der Glottogenese bauen ließen, was bereits zu falschen Ergebnissen führen musste und geführt hat. Würden wir beispielsweise heute in Namibia eine germanische Schrift finden, die die damalige Bismarckstraße in Windhoek beschreiben würde, müssten wir nach diesem Gedanken der Vorgehensweise dieser Forscher die gesamte germanische Anthropologie, Archäologie, Genetik, Sprache oder Mythologie nach Namibia verlegen und von dort aus beginnen lassen. Und genau diesen Punkt hat man bei der Beurteilung der präislamischen Geschichte der Türken vor die fundamentalen Grundsätze der Ethnogenese gestellt, um einen bewusst erzeugten Indikator in der damaligen Außenpolitik gegen das Osmanische Reich hervorzurufen. Ein raffinierter Schachzug der damaligen Geopolitik, der sich bis in die aktuelle Problematik der Besiedlung Kleinasiens in der Moderne hineinfrisst. Und dieses Gestein hat den Weg dafür bereitet. In letzter Zeit wird zwar dieser Umstand als historisches Paradoxon erkannt, aber man überlässt leider bedingt durch gewisse Züge die Bestimmung darüber der Politik, wo Menschheitsgeschichten absolut nicht hineingehören. Genug der Erklärungen, fangen wir mit Fakten an. Den ältesten turkstämmigen Stamm nimmt man heute mitten Hunnen an. In den chinesischen Quellen reicht ihre Zeit bis in das 3., frühestens bis ins 6. Jahrhundert vor Christus zurück. Die Vertreter der Altai-These hatten anfangs auch diese Sichtweise nicht geteilt, bis einige turksprachige Turkologen Chinesisch lernten, um die Quellen lesen zu können. Schritt für Schritt hat man darauf in der westlichen Literatur die Perioden zunächst ins 9., dann ins 7. Jahrhundert nach Christus und anschließend ins 3. Jahrhundert vor Christus korrigiert.
Neben den chinesischen haben aber auch andere Quellen wie die assyrischen oder sumerischen Schriften Bezüge zu noch älteren turkstämmigen Gruppen, die jedoch nicht mehr in Zentralasien, sondern in Vorderasien zu suchen sind. Nach der modernen Revision der zentralasiatischen Theorie gab es zwei große Migrationswellen von turksprachigen Menschen in der vorchristlichen Zeit aus dem Nahen Osten in die west- und zentralasiatischen Gebiete. Nach profunden Ansichten gab es zu diesen Zeitpunkten auch weitere Wanderungswellen, unter anderem mit anderen ethnischen Gruppen zusammen nach Norden Richtung Skandinavien und nach Westen Richtung Europa. Wir konzentrieren uns aber in dieser Doku hauptsächlich auf die Ost- und Westwanderungen aus Vorderasien. Das heißt, die Vorfahren der Türken, die in Zentralasien mit Skythen, Hunnen und Göktürken hervorgekommen waren, kamen ihrerseits mit groß angelegten Wanderungen aus Vorderasien und ließen sich unter anderem in Zentralasien nieder. Worauf gestützt wagen wir nun solch eine Hypothese? Fangen wir deshalb mit der fundamentalen Reihenfolge der Lehren der Ethnogenese an und versuchen anhand von uns zur Verfügung stehenden Funden, gestützt auf grundlegende Prinzipien der Anthropologie, Archäologie, Genetik, Linguistik, Morphologie und Mythologie, die Inkonsistenz der Alterthese zu lösen und eine andere Darstellung anzubieten. Aufgrund des beträchtlichen Ausmaßes werden wir nicht alles in detaillierten Ausführungen, jedoch die wichtigsten Punkte in verschiedenen Abschnitten besprechen. Widmen wir uns zunächst der Frage, was überhaupt Anthropologie ist. Damit Menschen vergangener Epochen in ihrem Abstammungswerdegang klassifiziert werden können, braucht man Skelettfunde, aus denen Geschlecht, Alter, Krankheiten, Größe, meistens auch Lebens- und Umweltbedingungen des Individuums abzuleiten sind. In der Anthropologie eines Volkes werden erwiesenermaßen zuallererst die Kopfformen von gefundenen Skeletten untersucht. Der Schädel besteht aus komplex strukturierten Knochen. Von diesen Knochen sind die entscheidendsten die des Schädeldaches, der Augenhöhlen und des Unterkiefers. Die Diagnose des Schädels ist deshalb für den Werdegang hilfreich, da der Anthropologe anhand weiterer Funde diesen effizient einem jeweiligen Grundmuster zuordnen kann. Dieses Muster wird in der Theorie von 3 allgemein bekannten Schädelformen bestimmt. Bevor wir zu den Schädelformen kommen, müssen wir wissen, dass es wie bekannt auch 3 grundlegend unterschiedliche Großrassen existieren: Europiden, Mongoliden und Negroiden. Innerhalb dieser jeweiligen Großrassen existieren wiederum eine Reihe von Bevölkerungsgruppen mit eigenen humangenetischen Merkmalen. Und diese Merkmale innerhalb einer Großrasse werden anhand der Schädelform der betroffenen Bevölkerungen beschrieben mit sogenannten Klassifizierungsschemata, die sich wie bereits erwähnt in 3 folgende Größen unterteilen: Kurzschädel, Mittelschädel und Langschädel. Beispielsweise hatten die teutonordische, mediterrane oder die fälische Rassen, die als Unterrassen der Europiden zu kategorisieren sind, lange und kantige Schädelformen. Nach den Forschungsergebnissen von Igor Michailowitsch Djakonow, einem russischen Historiker, besaßen die in Anatolien ansässigen turkstämmigen Völker, genau wie ihre heutigen Nachfahren, als Zweig der mediterranen Rasse die Langschädelform, wobei nach dem heutigen demografischen Index auch ein erhöhtes Vorkommen von Kurzschädelformen in Vorderasien zu verzeichnen ist. Was Medien und das Hochland von Iran betrifft, so war hier der älteste anthropologische Typus auch der Typus des dunkelhäutigen, langköpfigen europäisch-mediterranen Typs, der auch genauso heute in Khorasan und in Aserbaidschan verbreitet ist. Die bisher ältesten Beispiele einer Langschädelform in Vorderasien fand man im 19. Jahrhundert in der Nähe von Stadt Tabriz im heutigen Iran, die auf ein Alter von rund 5000 Jahre datiert werden. Auch wurden dort Mittel- und Kurzschädel gefunden, die aber regional nicht üblich waren und in Anlehnung an die ethnogenetische Rekonstruktion aus einer Mischung hervorgekommen sein müssten. Sie waren deshalb nicht üblich, da die Populationsvergleiche und morphologische Differenzierungsprozesse aus umliegenden Gebieten zu jener Zeit diese Schädelformen eher an den Rändern des vorderasiatischen Territoriums entdecken. Die benachbarten indigenen Völker wie die Semiten auf der arabischen Halbinsel, von denen die Aramäer, Assyrer, Akkaden, die heutigen Juden und Araber stammen, oder die Draviden, von denen die Elam oder die Inder stammen, sowie kaukasische Ethnien wie die Georgier oder Tschetschenen haben nach allgemeiner Auffassung in aller Regel eine Kurzschädelform. Man nimmt deshalb an, dass die Berührung der langschädelförmigen Menschen mit anderen Gruppen, die nicht regional zu finden waren, ca. 3000 bis 4000 v. Chr. mit den indigenen Völkern der benachbarten Gebiete zustande kam. Ein wesentliches Argument gegen die Alterthese in diesem Zusammenhang ist, dass die Skelette, die mit einem Alter von ca. 5000 Jahren in Vorderasien gefunden wurden, meistens eingewickelt oder in zusammengedrückter Stellung in den Gräbern lagen. Von diesen Skeletten, die die Langschädelform besaßen und exakt nach der gleichen Begräbnisform bestattet wurden, fand man auch in Zentralasien, vor allem in Usbekistan und Turkmenistan. Die Datierung dieser Skelette bei diesen Funden jedoch reichen bis auf 2200 Jahre zurück.
In Zentralasien fand man auch Skelette mit Kotschädeln, die noch älter waren, jedoch in einer anderen Form der Bestattung vorgefunden wurden, meistens mumifiziert. Anhand dieser Funde und ihrer Datierungen leitete man zunächst den Verbreitungsverlauf von Langschädelformen in unterschiedlichen Klimazonen ab. Da an diesen zwei Orten die morphologische Adaptation in zeitlicher Abfolge erfolgte, schlussfolgerte man daraus die ersten Wanderungswellen aus dem Nahen Osten nach Eurasien. Es sind die Skelette von gleichen Menschengruppen, aber an zwei unterschiedlichen Orten, die weit voneinander entfernt liegen. Gemäß dieser angenommenen historischen Reihenfolge entsteht jedoch im Laufe der Zeit eine Teilung bei den Schädeltypen zwischen den im Nahen Osten verbliebenen und den nach Asien ausgewanderten Stämmen. Durch die weite Ausbreitung dieser Gruppen über die eurasischen Gebiete vermischten sie sich mit der dortigen Mongoloiden-Rasse, wogegen die zurückgebliebenen Protanatolier im Westen ihren Europiden-Typus beibehalten konnten. Die heutigen Jakuten sind zum Beispiel das Ergebnis dieser Mischung zwischen den Europiden und Mongoloiden-Rassen in Asien. Der britische Hethitologe Robert Gurney schreibt darüber Folgendes: Schädel, die in verschiedenen Teilen Anatoliens gefunden wurden, zeigen, dass im 3. Jahrtausend vor Christus der langschädelköpfige Typ im Nahen Osten vorherrscht und die Kurzschädelform sehr selten ist. Im 2. Jahrtausend nimmt darauf die Anzahl der Menschen mit Kurzschädelform um 45% zu, während der amenoide Typ erst im 1. Jahrtausend auftaucht. Die Zunahme der Kurzschädelform nach Gurney ist ein Indiz dafür, dass die indigenen Völker aus den benachbarten Regionen in den Nahen Osten kamen und die originären Völker, die eine Langschädelform besaßen, ins entfernte Ausland weiterzogen. Es bildeten sich darauf ca. zwischen 2500 und 2000 v. Chr. zwei voneinander getrennte anthropologische Entwicklungen. Die Auswanderer nach Asien kamen somit mit der Mongoloiden-Rasse in Berührung. Manche sowjetische Wissenschaftler folgten bei diesem Erstkontakt der Annahme, dass aus dieser zunächst leichten Vermischung bis zum Jahre 500 nach Christus, bis zur sogenannten Taschstückkultur, die brachykranische Schädelform in Erscheinung trat. Die Gruppen, die sich danach noch tiefer ins asiatische Hinterland begaben, vermischten sich nach und nach so intensiv mit den mongoloiden Einheimischen, dass ihre ursprünglich europide Ausprägung teilweise oder zum großen Teil verloren ging. Solch eine partielle Veränderung der rassenkundlichen Ausprägung sieht man im weiteren Verlauf bei den zurückkehrenden Stämmen der Skythen, Hunnen oder Seldschuken. Sie sahen weder europäisch noch asiatisch aus und bildeten eine Mischform aus diesen beiden Klassen. Die Stämme, die jedoch in Vorderasien zurückblieben, vermischten sich mit den weiteren Abkömmlingen der Europidenrasse, die wie bereits dargelegt ihrerseits auch unterschiedliche Schädelformen besitzen. Diese Vermischung vollzog sich jedoch aus anthropologischer Sicht nicht in einer strikten Weise, wie es in Zentralasien verlief, wo zwei große unterschiedliche Rassentypen aufeinander trafen, weshalb die Menschen in Vorderasien im Großen und Ganzen ihren Europiden-Typus beibehalten konnten. Die Anthropologie der frühhistorischen Zeit dieser Region wird heutzutage leider sehr unterschätzt. Dies ist damit verbunden, weil eben dort sehr ausgeprägte Formen von unterschiedlichen Zivilisationen unserer Menschheitsgeschichte hervorkamen, deren Unterschiede und Ähnlichkeiten nicht von allen Forschern verstanden werden. Würden wir uns aus Vorderasien weiterhin ein wenig nach Westen bewegen, können wir mittelbare Bezüge zu den alten Etruskern oder Tscherniachow-Stämmen in der heutigen Ukraine finden. Es ist unstreitig festzustellen, dass zwischen Altai und den europäischen Gebieten große geografische Barrieren existieren. Kulturelle Verbindungen zwischen diesen beiden Arealen anzunehmen, ist berechtigterweise von der heutigen Literatur schwer nachvollziehbar, denn sowohl aus der Perspektive der Zeit als auch der Lokalität ist die Prämisse abzuleiten, dass sowohl die Auswanderer als auch die Empfänger dieser Bindungen in einer örtlichen Nähe gelebt haben müssten. Die Quellen dieser kulturellen Verbindungen, die für die Gegenthese von enormer Wichtigkeit sind, werden in den nächsten Abschnitten erörtert, sodass wir zunächst mit den archäologischen Funden weitermachen. In der westlichen Literatur nehmen die Studien über Prototürken in Vorderasien einen suspekten Platz ein. Diese Studien sind nach einigen Archäologen deshalb umstritten, weil nach ihrer Ansicht eine korrekte Darstellung dieser antiken Zeit, in der sie angeblich gelebt haben sollen, nicht rekonstruierbar ist. Sie untermauern diese Ungewissheit dadurch, indem sie sagen, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang zu den modern bekannten Türken existiert.
Leider ziehen auch nicht wenige Akademiker bei den Begriffen Türke und Geschichte ihre Augenbrauen zusammen, was nicht selten mit der Frage der politischen Identität verknüpft wird. Ohne auf solche weitere verwerfliche Denkmuster einzugehen, stellen wir klar, dass die Wissenschaft nicht politisiert, sondern argumentiert werden soll, womit wir beim ersten Kapitel der Archäologie wären. Die vorislamischen Türken gewährten ihren Toten die letzte Ruhe, hauptsächlich in zusammengerollter und eingewickelter Form. Charakteristischer Bestandteil dieses Totenkultes waren Steine aus gemeißelten Blöcken, um die Grabstellen kenntlich zu machen. Bei Herrschern oder angesehenen Personen wurden zudem Masken der Verstorbenen erstellt und große kugelartige Erdformen, sogenannte Kurgane, gebaut, wo die Leichen bestattet wurden. Die Begräbnisform einer ethnischen Gruppe ist für ihren Werdegang deshalb ein wichtiger Faktor, weil diese erstens vom jeweiligen Glauben der Ethnie abhängig ist und zweitens, bis sich dieser Glauben nicht wesentlich ändert, die Form der Bestattungen auch nicht berührt wird und somit für eine lange Dauer ins gesamte Kulturverständnis einfließt. Wie es bei den antiken Griechen die rituelle Bestattung ein wesentliches Zeichen des Hades-Glaubens war, oder wie die alten Assyrer den Grabbeigaben eine hohe Bedeutung geschenkt hatten, so war es auch bei den antiken Türken der Steinkult die weit verbreiteste Form der Bestattung. Eine weitere Besonderheit dieser Beerdigungsart war, dass die anfänglichen Steine, die man als einfache Blöcke zu den Gräbern in den Boden befestigte, im Laufe der Zeit mit sogenannten Steinen der Väter ersetzt worden sind. Diese sogenannten Vätersteine unterscheiden sich signifikant von einfachen Blöcken darin, dass sie meistens aus Granit oder Kalkstein hergestellt und ab ca. 3500 v. Chr. mit besonderen Motiven wie Trinkgefäßen, Säbeln und Gesichtszügen versehen wurden. Vor allem in den Gebieten der damaligen Kumanen und Turuken in heutigem Irak und Iran, die wir gleich kennenlernen werden, waren diese Begräbnisformen sehr üblich. Dieses kanonische Bild war so im Trauerverständnis der Proto-Türken eingebürgert, nämlich in der rechten Hand ein Trinkgefäß und in der linken Hand eine am Gürtel befestigte Waffe, so dass es sich mit den bereits vorhin kennengelernten Auswanderungen auch im asiatischen Hochland verbreitete. Diese Vätersteine behielten sogar bis zur Zeit der Göktürken ihre erwiesene Bedeutung. Manche Steine erhielten noch mehr Details und Merkmale des Verstorbenen, wie man es hier sieht. Auf manchen wiederum, deren Datierungen noch älter als die üblichen Vätersteine sind, findet man lediglich ein Gürtel mit Schwert ohne ein Trinkgefäß. Dies ist damit verbunden, da der Glaube, der mit dem Symbol des Trinkgefäßes verknüpft ist, sich erst später entwickelte. Darüber später mehr im Abschnitt der Mythologie. Im Gegensatz dazu gab es bei den mongolischen Stämmen keine solche rituelle Bestattungsart. Die Mongolen hatten bei ihren Begräbnisfeiern keine Steine gelegt, um die Grabstellen kenntlich zu machen oder erneut zu finden. Die ethnografische Beobachtung der mongolischen Kultur nach Nikolai Michailowitsch Jadlintschew, einem sowjetischen Archäologen und Ethnographen des 19. Jahrhunderts, zeigt, dass den indigenen Völkern Sibiriens und Zentralasiens diese Bestattungskultur mit Steinen und Grabkennzeichnungen vor der Zusammenkunft mit den prototürkischen Stämmen ab 2700 v. Chr. Völlig fremd war. Zur gleichen Zeit aber waren selbst in Europa, vor allem in der Ukraine, in Skandinavien und in Zentraleuropa, derartige Gräber mit einfachen Steinblöcken sehr verbreitet. Eine zeitlich-historische Chronologie betreffend diese Grabstätte erkennt man hier mit folgenden Funden, die parallel zu den Wanderungen nach Osten gesehen werden können. Den ältesten schriftlichen Beweis eines Turkstammes in Vorderasien findet man in einer assyrischen Überlieferung aus dem Jahre 2500 v. Chr. Dieser Stamm ist heute unter dem Namen Turukum bekannt und ist in seiner Geschichte noch umstritten. Die Turuken waren in regelmäßige kriegerische Konflikte mit den Assyrern verwickelt. Daneben gab es auch weitere große Nebenstämme wie die Subaren, Gutis oder Gutäer und Kumanen. Die in der aktuellen westlichen Welt hervorgehobene Informationslücke ist so groß, dass eine Verbindung dieser antiken Menschen mit den modernen Türken nicht möglich ist. Schaut man aber genau hin, ohne sich auf politische oder primitive Gründe zu berufen, kann diese Verbindung durchaus hergestellt werden. Fritz Hommel, ein Orientalist des 19. Jahrhunderts, schreibt darüber Folgendes:
Die älteste Form des Wortes Türk ist auf den Begriff Turuk zurückzuführen. Auch die den Turkstämmen so nah verwandten Sumerier sind einst über die medischen Gebirgspässe nach Babylonien gekommen. Neben der Begriffsdefinition erkennen wir hier beim Hommel zum Beispiel, dass Sumerer und die antiken Turkstämme einen regen Kontakt gehabt haben, wodurch eine kulturelle oder regionale Verwandtschaft gesucht werden kann. In den altbabylonischen Omentexten wird dieser Stamm weiterhin ähnlich wie es Fritz Hommel ausgearbeitet hatte, als Turuko bezeichnet. Hierbei ein Beispiel. Ein armenischer Archäologe ergänzt diesen Umstand in seiner Ausführung mit dem folgenden Hinweis. Die Tatsache, dass die Ersterwähnung von Turki oder Turukko mit mesopotamischen Keilschriften belegt ist, lässt die einzige mögliche Aussage zu, dass die Proto-Türken in Anatolien, konkreter in Nordmesopotamien, zur Zeit der Sumerer und Akkaden ab 4000 v. Chr. lebten. Der französische Assyriologe und Professor am Collège de France in Paris, Dominique Charpin, schreibt folgendes: Wir wissen nichts darüber, was Hammurabi im Jahre 35 an Befehlen gab. Aber die Arbeit am Tempel von Kis wurde für das Jahr 36 geplant. Das Jahr 37 ist durch erneute Militärkampagnen gekennzeichnet. Er ging nach Norden und Nordosten und besiegte die Armeen der Guti, der Turukko, der Kakmum und des Landes Subatum. Danach gab es relativ viele Deportationen, was das Auftauchen hurritischer Namen in der Region Dilbat in den folgenden Jahrzehnten erklären sollte. An einen Sieg über alle Feinde im Land von Subatum wird im Jahre 39 gedacht, so dass er 2 Jahre später gezwungen war, dort seine Autorität zu verstärken. Herr Charpin leitet später auch eine Definition für diese Stämme aus den gefundenen Quellen ab. Die Turuken definierte er als Halbnomaden aus dem Zagrosgebirge, die wegen ihrer Überfälle gefürchtet waren. Sie wurden von Hammurabi nach seinem Feldzug von 1757 v. Chr. Teilweise nach Babylonien deportiert. Und die Gutis definierte er als Zagros-Bergbewohner, die oft das Königreich Gutium bewohnten und von den Königen benachbarter Regionen als Söldner angeheuert wurden. Das waren nur wenige Beispiele, die zeigten, dass solche frühhistorische Quellen heute bei der Darstellung der antiken türkischen Geschichte leider außer Acht gelassen werden. Mit der Hoffnung auf künftige unbefangene Forschungen werden in den nächsten Abschnitten die Genetik und Mythologie der Türken behandelt. In diesem Abschnitt der Genetik werden wir uns 2 genetische Verwandtschaften zwischen den damaligen prototürkischen Stämmen aus Vorderasien und Europa anschauen. Die seit neuerer Zeit verfügbaren Genomsequenzen ließen viele Wissenschaftler sich der genetischen Erforschung des Nahen Ostens widmen und dies mit faszinierenden Beweisen. Bis vor einiger Zeit beschränkten sich diese Forschungen in Europa meistens lediglich auf die europäischen Vorfahren wie die Wikinger oder Germanen. Man befasste sich in der Genetik mit der antiken Zeit ungern, da die demografischen Entwicklungen auf dem europäischen Kontinent sehr unübersichtlich waren, wodurch man mehrere Abstammungstheorien entwickeln musste. Ohne ins Detail der europäischen Genetikforschung einzutauchen, können wir jedoch manche Forscher hervorheben, die plausible Theorien für die Entwicklung europäischer Stämme aufgestellt haben. Einer dieser Stämme in Bezug auf antike turkstämmige Bewohner des Vorderasiens ist in der Prägung der etruskischen Historie zu finden. Die Etrusker bezeichnet man heute als Vorfahren der Italiener, auf die sowohl die meisten europäischen Sprachen als auch viele kulturelle Informationen zurückzuführen sind. Man muss hier klar differenzieren und feststellen, dass Etrusker keine unmittelbaren Nachfahren der Stämme aus Vorderasien waren. Die unanfechtbare Feststellung, die jedoch ins Gewicht fällt, ist der schlichte Kontakt zwischen den antiken Bewohnern des vorderasiatischen Festlandes und der Apenninhalbinsel über Anatolien und Lydien. Aber welche Hinweise haben wir hierbei zur Hand? Wir sehen hier einen Auszug aus einem Buch eines italienischen Professors und Linguistikers Mario Alinei. Über Etrusker hat er insgesamt 2 Bücher veröffentlicht. Das erste im Jahre 2003, in dem er eine Verbindung zu den Ungarn zog, und das letzte im Jahre 2013 mit einer großräumigen Revision eine Verbindung zu den Prototürken. Wenn man die Geschichte der Türken erst in der islamischen Zeit mit der Migration nach der Schlacht von Manzikert im Jahre 1071, rund 2000 Jahre nach Beginn der etruskischen Zivilisation sieht, wird man diesen Auszug nicht nachvollziehen. Bildet man jedoch eine konstante Linie von den beispielsweise oben genannten Turkstämmen wie die Turuken oder Gutean nach Westen, dann macht der folgende Auszug auch Sinn. Die Untersuchungen von Alessandro Acilli aus dem Jahre 2007 stimmen mit der üblichen Originalität von Alberto Piazza und Antonio Toroni überein.
Die Analysen der DNA der Einwohner der Regionen Murlo, Volterra und Casentino haben gezeigt, dass sie sich vom Erbgut der Norditaliener, Siziliens, Sardiniens, der Insel Limnos und des südlichen Balkans unterscheiden. Sie ähneln dem Erbgut der anatolischen Türken, sodass weiterhin die gleichen türkischen Genkomponente, wenn auch mit geringer Intensität, auch in anderen toskanischen Proben bestätigt werden konnten. Weiterhin heißt es, die Analyse der mütterlicherseits vererbten mitochondrialen DNA, die im Falle von Etrurien wahrscheinlich das am besten geeignete Instrument zur Bewertung der genetischen Kontinuität zwischen Etruskern und modernen Toskanern ist, bringt die Region Murlo aufgrund einer ungewöhnlich hohen Häufigkeit von nahöstlichen Haplogruppen mit 17,5% näher zu Vorderasien. Darüber hinaus kann diese Zuordnung nicht durch eine genetische Drift erklärt werden, da jede dieser Haplogruppen durch mehrere verschiedene Haplotypen repräsentiert wird. Schließlich finden sich 5,3% der in der Toskana beobachteten Haplotypen, die alle Endpositionen in der Phylogenie einnehmen, anderswo nur in levantinischen Populationen. Diese Verteilung deutet auf eine neue und direkte Verbindung zwischen der Toskana und dem Nahen Osten hin, eine Verbindung, die weder durch geografisch intermediäre europäische Populationen noch durch umliegende italienische Populationen vermittelt wird. Neben den Analysen der menschlichen Genetik wurden im folgenden Auszug auch Tiergenen und Züchtungsformen unter die Lupe genommen. In der dem antiken Etrurien entsprechenden Region wurden seit historischer Zeit mehrere Bos-Taurus-Rassen gezüchtet. Diese Rassen weisen eine auffallend hohe Mitochondrial-DNA-Variation auf, die weder im restlichen Italien noch in Europa zu finden ist. Die toskanischen Rinder sind genetisch näher am Nahen Osten als an den europäischen Genpuls, und diese östliche genetische Signatur spiegelt sich in den modernen menschlichen Populationen aus der Toskana wider, die genetisch näher dem anatolischen und nahöstlichen liegen. Anhand dieser Quellen erkennt man eine mögliche plausible Bindung zwischen dem morgenländischen und etruskischen und somit europäischen Historien, die heute immer noch nicht unumstritten bleiben. Ein zweiter europäischer Stamm, der eine genetische Verwandtschaft mit früheren anatolischen Gruppen aus Vorderasien aufweist, waren die Einwanderer aus Europa nach Großbritannien. Ein renommierter Harvard-Professor und Humangenetiker namens David Reich hat im Dezember 2021 das Ergebnis einer großen genetischen Ausarbeitung der britischen Population vorgestellt. Zitat: Die gesamten Studien antiker Erbinformationen haben gezeigt, dass die ersten neolithischen Bauern der Insel Großbritannien, die dort zwischen 3950 und 2450 v. Chr. lebten, einen Erbanteil von fast 80% der antiken europäischen Bauern besaßen, die ihrerseits mehr als 2 Jahrtausende zuvor in Anatolien entstanden waren. Die restlichen 20% entstanden von mesolithischen Jägern und Sammlern, mit denen sie sich in Kontinentaleuropa vermischten, was darauf hindeutet, dass die lokalen Einheimischen in Großbritannien geringfügig zur späteren Population beigetragen haben. David Reich geht im Zeitalter noch ein wenig weiter als die Ergebnisse von Mario Alinet und legt auch den Ursprung der Auswanderungen nach Westen in Vorderasien und Anatolien fest. Diese zwei kurz dargestellten Ergebnisse sind deshalb nicht unter dem Leitspruch "Alle Menschen seien verwandt" und es gibt in jeder Region genetische Vermischungen zu erfassen, da sie erhöhte Anzahl an Erbinformationen aus einer Quelle bestätigen. Eine 80%ige genetische Verwandtschaft in den Erbinformationen führt uns bis rund 5000 Jahre vor Christus Richtung Vorderasien, Kaukasus und Anatolien, wo die Ursprünge der Anthropologie und Archäologie, wie wir bereits gehört haben, zu suchen sind. Damit eine mythologische Überlieferung verstanden werden kann, muss man die Verbreitungsregionen eines Volkes kennen, welches in eigenen Legenden und Mythen reflektiert wird. Daneben sollte man auch die Nachbarn dieses Volkes unter die Lupe nehmen, die nicht selten die Überlieferungen durch den nahen Kontaktaustausch im eigenen mythischen Kulturgut enthalten. Die Mythologie der Prototypen ist bis heute immer noch in ihrer Erforschung sehr komplex. Das hängt damit zusammen, dass erstens diese von den Forschern durchgeführt werden können, die sich sowohl in der Turkologie als auch in der lokalen Landschaft sehr gut auskennen, sodass von diesen sehr selten Unbefangene zu finden sind, sowie zweitens bearbeitet unsere geschriebene Literatur die turkstämmige Mythologie erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts in detaillierten Ausführungen. Selbst über die Legenden von Aborigines wissen wir dank der westlichen Forscher wie Arnold von Gennep oder Roland Robinson mehr als über die turkstämmigen Gruppen. Das Gute jedoch an der Erforschung der Mythologie ist, dass aus dieser unheimlich viele Ableitungen für die Kultur, Sprache, Folklore oder Religion der betroffenen Volkseinheit gezogen werden können.
Jedes Volk hat eine Art Sammlung von Hauptmotiven in seiner Mythenbildung. Ob das die Flutwellen der Bibel, die Wolfsmutter von Romulus und Remulus oder die Adlerkrallen bei den indigenen Völkern Amerikas sind, solche Hauptmotive machen den Großteil der Mythologie jenes Volkes aus. Diese werden nach der herrschenden Meinung als dessen Überlebenslegitimierung angesehen. Das heißt, man erschafft heldenhafte Mythen und Rituale, unter anderem in solchen primitiven Situationen, die man sich nicht erklären kann, um die individuelle Angst vor der Natur und vor dem Tod zu bekämpfen. Wie oben erwähnt, ist es für die Erforschung eines solchen Fachgebietes nötig zu wissen, an welchem geografischen Ort man die Suche beginnen lässt und wer die Nachbarn sind, sowie ob diese einen mythologischen Zusammenhang zu dem gesuchten Volk bilden. Und eines dieser Völker, welches wir in den vorangegangenen Abschnitten feststellen konnten, waren die Sumerer. Die Sumerer lebten nach dem Grundsatz der makrokosmischen Dreiheit. Erde, Gott und Mensch waren die 3 Axiome ihrer Lebensgrundlage. Diese 3 Ebenen findet man auch in der proto-türkischen Mythologie, die sich aus dem blauen Himmel, der schwarzen Erde und dem dazwischenliegenden Menschen zusammensetzt. Im Gegensatz dazu orientieren sich beispielsweise die chinesische und die zentralasiatische, vor allem die mongolische und die manchu-tungusische Mythologien nach der mikrokosmischen Lebensweise, wodurch man den Menschen und nicht den göttlichen Himmel als die höchste zentrale Ebene anerkennt. Die makrokosmische Dreiheit findet man auch in den Mythen der Etrusker und Skythen wieder. Der einzige Unterschied zwischen der mesopotamischen und proto-türkischen Mythologie ist die kosmogonische Sichtweise ihrer Götter. Das heißt, bei den Sumerern oder späteren Griechen können Götter auch andere Götter erschaffen oder gebären. In den proto-türkischen Mythen werden Götter nicht geboren oder vermenschlicht. In diesem Zusammenhang gehen die chinesischen, indischen oder einige Ausschnitte der skandinavischen Entstehungsgeschichten von einem Körperteil aus, der zur Entstehung des Mannes oder der Frau führte. Die indigenen Völker von Afrika, Amerika oder Australien legen ihre Entstehungsgeschichten sogar als Totemismus dar, wo der Mensch von Tieren, Pflanzen oder Bergen zu einem Knospen ist. Im Vergleich zur Entstehung von einem Körperteil oder einem Totem glaubten sowohl die Sumerer als auch die Proto-Türken an den erschaffenen Menschen, der sich von den Göttern Himmel als Vater und Erde als Mutter herleiten lässt. Die Sumerer nennen diese Entstehungsgeschichte An und Ki, von denen der Gott Enki abstammt und den Menschen erschuf. Die Proto-Türken nennen diesen Gott Targitai oder wie es der Herodot verschriftlicht hat, Targitaus, der in der skythischen Mythologie als Sohn der Götter Himmel und Erde sowie als erster Mensch und nicht als Gott verehrt wird. Kurz zurück zum Totemglauben. Die turkstämmigen Gruppen hatten in unterschiedlichen Epochen ein ethnologisches Glaubenssystem entwickelt, wo Tiere, Bäume oder bestimmte Berge vorkamen. Dieser Kult charakterisiert jedoch nicht eine Entstehungsgeschichte, sondern ist mit Verteidigung und Behütung der jeweiligen Gruppe verknüpft. Beispielsweise steht das Bild des Grauwolfes für den Schutz und die Rettung des Hauptstammes, worüber wir gleich mehr erfahren werden. Ein weiterer Umstand ist, dass obwohl die Turkstämme mit mongolischen Gruppen rund 3000 Jahre zusammenlebten, ähneln sich die mythologischen Überlieferungen der Proto-Türken eher den Mythen der Völker des Vorderasiens und nicht denen des Zentralasiens. Hierbei helfen uns die Ergebnisse des russischen Forschers Valery Wladimirovich Jewsjukow, der unter anderem die mongolische und tibetische Entstehungsgeschichten untersuchte und zum folgenden Ergebnis kam. Wenn der Mythos von Raho bei den Buryaten und Mongolen sehr beliebt war und in verschiedenen Versionen aufgezeichnet wurde, ist er bei den Turkvölkern in Zentralasien völlig unbekannt geblieben. Im Zusammenhang mit der makrokosmischen Dreiheit glaubten sowohl die Sumerer und einige weitere Ethnien des Nahen Ostens und Skandinaviens als auch die Proto-Türken an den sogenannten Lebensbaum. Dieser stand zwischen dem Himmel und Erde und symbolisierte eine Bindung zwischen diesen 2 Ebenen. Sogar bis ins 15. Jahrhundert gab es bei den Bestattungszeremonien in den zentralasiatischen Regionen den Glauben über den Lebensvogel, der die Seele des Verstorbenen auf einem Widder zum Lebensbaum überbrachte, um seine letzte Ruhe zu symbolisieren. Dieser Mythos ist sehr gut mit der Todeszeremonie des mongolischen Khans Hülegu dokumentiert. Deshalb beschrieben die alten Proto-Türken den Todesakt nicht als physisches Vergehen, sondern als Verfliegen. Damit nach dem Glauben jedoch die Seele vom Lebensvogel ersucht wird, ist dem Grab ein Haupttrinkgefäß beizulegen, in dem sich das sogenannte Lebenswasser befindet. Dieses Trinkgefäß wurde auch wie bereits gesehen auf den sogenannten Väterstein hinterlegt. Dass einige ältere Grabsteine keine solchen Gefäßmotive gemeißelt bekommen hatten, hängt damit zusammen, weil dieser Glaube des Lebenswassers sich erst im Laufe der Zeit verfestigte und in die religiöse Form überging. Deshalb finden wir, wie wir es auch im Abschnitt Archäologie gesehen hatten, auf älteren Steinen nur einen Dolch und auf den jüngeren Vätersteinen neben dem Dolch auch solch ein Trinkgefäß. Diesen mythischen Glauben teilten auch die Sumerer. Auch sie glaubten an den Lebensbaum und das Lebenswasser, mit einigen kleinen Unterschieden. Mit der Zeit verbreitete sich dieser Kult aus Vorderasien
auch in den europäischen Gebieten der Germanen oder Skandinaviern. Im Rahmen des Totemismus betonten die Proto-Türken auch die Schutzwölfe in ihren Mythen, die die Stämme vor Unheil und Leid beschützten. In der chinesischen Sammlung der historischen Dokumente im sogenannten Yi Zu Shu taucht das Wort Türke in Zentralasien erst im Jahre 540 nach Christus auf. Es gibt in den chinesischen Quellen einige Theorien, die eine Erklärung für die Entstehung der türkischen Ethnie geben. Nach der herrschenden sogenannten Gao-Chang-Beishan-Theorie wird in dieser Sammlung Folgendes geschrieben: Es wird vermutet, dass die Türken ursprünglich ein Zweig der Hunnen waren und später von Nachbarstämmen vertrieben wurden. Während des Krieges gab es einen 10-jährigen Jungen, den die feindlichen Soldaten am Leben ließen. Sie schlugen ihn nieder und warfen ihn ins Gebüsch. Das Kind wurde später von einer Wölfin gerettet und großgezogen. Sobald es groß genug war, heiratete er die Wölfin. Die Könige der Nachbarstämme hörten davon und wollten die Wölfin mit dem erwachsenen Jungen töten. Diese liefen jedoch weg und versteckten sich in einer Höhle nördlich von Gaochang. Darauf brachte die Wölfin 10 kleine Jungen zur Welt, die nach und nach erwachsen wurden und sich fortpflanzten. Einer von diesen Jungen lebt jetzt im Altaigebirge. Die Einheimischen nennen sie Türken. Diese Überlieferung ist heute unter der sogenannten Ashina- oder Asenna-Legende bekannt. Wie man erkennt, tauchen im Osten die ersten Quellen über die Bindung zu diesem Raubtier erst in den Jahren nach Christus auf. Auch in Europa hatte man nach etruskischen oder skandinavischen Überlieferungen eine mystische Bindung zur Wolfssymbolik. Die Wikinger hatten den Fenrir als Vater der Wölfe, der die Siege bestimmte, oder die Kelten, die ihre Kraft und Energie von der Bindung des Wolfes zum Mond erhielten. Da wir aber von der These des vorderasiatischen Ursprungs in der vorchristlichen Zeit ausgehen, müssen wir auch unsere Suche in Bezug auf die Wolfssymbolik dort beginnen. Und tatsächlich wird bei Herodot ein Volk beschrieben, welches er unter dem Begriff Parikaner zusammenfasst. Das Reich Parikania existierte ca. im Jahre 500 v. Chr. Im Südosten des Persischen Reiches. Zitat: Aus Babylon und dem Rest von Assyrien kamen zu Darius 1000 Talente Silber und 500 kastrierte Knaben. Dies war die 9. Provinz. Ekbatana und der Rest von Media zusammen mit den Parikanern und Orthokorybantern zahlten 450 Talente und waren die 10. Provinz. Herodot beschreibt hier, wie der persische König Darius das persische Reich in Steuerbezirke unterteilt und welche Regionen wie viel Silber und Sklaven zur Verfügung stellen mussten. Er bezeichnet hierbei ein Volk der Region Parikania nach der griechischen Semantik als Parikaner, die nach altpersischen Überlieferungen das sogenannte Land der Wölfe bewohnten. Parikaner könnten nach Hypothesen einiger Türkologen die Entwicklung der prototürkischen Wortbildung des Wolfes Böri erklären. In diesem Zusammenhang kennen wir die berühmte Wölfin aus der etruskischen Mythologie, die die Zwillingssöhne der Königstochter Rhea Silvia fand und säugte. Neben dem Vergleich zur Rettungsgeschichte des kleinen Kindes in Zentralasien seitens einer Wölfin existierte zu diesem Beispiel auch ein archäologischer Fund aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. Aus der Türkei. Das, was hier zu sehen ist genau die im etruskischen Mythos überlieferte Geschichte der Entstehung Roms. Und so sah es leider später aus, nachdem es über mediale Bekanntgabe den Vandalen zum Opfer fiel. Auch die Wolfssymbolik ist aus mythologischer Sicht auf den Wanderungswegen der prototürkischen Stämme nach Osten und Westen gut zu erkennen. Einen weiteren Bezug zu Vorderasien finden wir in der skandinavischen Mythologie. Diese wurde uns unter anderem mit Hilfe des Skaldenhandbuches namens Edda oder Jüngere Edda überliefert. Als Skalden kannte man im mittelalterlichen Skandinavien die hochgeehrte Gesellschaft von Dichtern, die die altnordische Literatur verschriftlichte. In der Einleitung dieses Handbuches wird insbesondere die Herkunft der skandinavischen Götter und Troja mit folgenden Zeilen beschrieben. Im Zentrum der Erde war das schönste aller Häuser errichtet, das es je gab, welches Troja genannt wird, was wir Turkland nennen. Dieses Haus war viel prächtiger als andere und mit mehr handwerklichem Geschick in vielfältiger Weise gestaltet, sowohl im Luxus als auch im Reichtum, was dort in Hülle und Fülle vorhanden war. Es gab 12 Königreiche und einen oberen König. Jedem Königreich gehörten viele Souveränitäten. In ihren Festungen saßen 12 Häuptlinge. Diese Häuptlinge waren stärker und mächtiger als alle anderen übrigen Männer, die es je auf der Welt gegeben hat. Einer von ihnen hieß Munon oder Menon
Er wurde mit der Tochter des Hoheitskönigs Priamos verheiratet, die Troan hieß. Sie hatten ein Kind namens Troa, das wir Thor nennen. Wir müssen wissen, dass die jüngere Edda im 13. Jahrhundert verfasst wurde. Es wird von Troja und Turkland gesprochen, von 12 Königreichen und 12 Männern. Einige Wissenschaftler meinen, dass dieser Prolog entweder unecht oder erst später eingefügt sein müsste, da der Einfall der Türken nach Byzanz erst Mitte des 14. Jahrhunderts geschah, weshalb der Begriff Turkland im Zusammenhang mit der nordischen Mythologie verfehlt ist. Nach dem, was wir bis jetzt gehört haben, können wir diese Begrifflichkeiten im Rahmen der proto-türkischen Mythologie jedoch folgendermaßen auslegen. Die Zahl 12 war in vielen Kulturen eine heilige Zahl. Auch bei den Proto-Türken war sie neben den Zahlen 9 und 10 das Hauptelement ihrer kulturellen Grundlage. Beispielsweise wurde das sogenannte Neujahresfest, welches heute unter dem persischen Namen Nowros bekannt ist, nach akkadischen Überlieferungen in Vorderasien als Akatui 12 Tage lang gefeiert. Die zentralasiatischen Göktürken hatten ein 12-Perioden-System für die Jahreszeiten, welches in den chinesischen Quellen als 12 Folgen seit Beginn der grünen Landschaft hinterlegt ist. Die Stämme im proto-türkischen Epos namens Dede Gorgut werden mit 12 Unterstämmen in Vorderasien beschrieben. Darüber hinaus gibt es weitere Legenden bezogen auf die Zahl 12. Die Zerteilung eines Tierkörpers, meistens Pferde und Ziegen, in 12 Teile bei Feiern, das Sprießen des traditionellen Weizengrases 12 Tage lang bis zum Akatui-Fest, die 12 Festungen und 12 Götter in der etruskischen Mythologie, 12 Tore der 12 Stämme in Vorderasien und so weiter. Um den Begriff Turkland jedoch zu verstehen, müssen wir uns einen weiteren Auszug aus der Edda anschauen. Danach ging er nach Norden, wo das Land Schweden heißt. Dort hieß der König Gylfi. Als der König von der Ankunft der Männer aus Asien erfuhr, ging er ihnen entgegen. Die Felder und das erlesene Land an diesem Ort schienen Odin gerecht zu sein, und er wählte für sich den Standort einer Stadt, die heute Sigtun heißt. Dort ernannte er die Anführer, so wie sie es auch in Troja hatten, 12 Männer, die über das Volk herrschten und die Gesetze des Landes, so wie früher in Troja, nach den Sitten der Türken richteten. Die nordische Mythologie beginnt in ihrer Gesamtwürdigung mit der Ankunft von Menschen aus Asien, die als Asen bezeichnet werden. Auch wenn es verwunderlich erscheint, haben wir in urartäischen Keilschriften das Reich der Asen beschrieben gefunden. Der Auszug stammt aus einem Stein in der heutigen Region Van in der Türkei. Der große König Agisti, Sohn des Minos, sagte: Als ich die Stadt Argishtikinili einnahm, musste ich einen Kanal vom Fluss Arax in das Reich der Asen graben. Das Reich der Asen erstreckte sich während der urartäischen Periode von Osttürkei bis nach Nordkaukasus. Dass die jüngere Edda die ankommenden Männer als Asen aus dem sogenannten Turkland bezeichnet, ist ein Indiz dafür, dass man die damaligen Stämme und Reiche in Vorderasien noch aus der vorchristlichen Zeit sehr gut kannte und über sie Bescheid wusste. Die Bestimmung der kulturellen und ethnischen Wurzeln einer Nation ist mit einer Reihe von Schwierigkeiten verbunden, keine Frage. Insbesondere die kulturellen Kriterien, die in ein neues Gebiet mitgenommen werden, vermischen sich allmählich mit den dort herrschenden kulturellen Werten und entwickeln eine zusammengebundene Kultur mit den einheimischen Völkern. Was wir hier dargelegt haben, ist eine reine Zusammenstellung von unterschiedlichen Ansichten, die zu einem Gesamträtsel führen, von dem einiges für viele Zuhörer neu und für manche sogar inakzeptabel ist. Aber genau das ist die Absicht dieser Doku-Reihe, um einen Denkanstoß zu geben. Es ist wichtig, nicht nur in der eigenen Geschichte oder im eigenen Wertekreis sich zu bewegen, sondern auch den Versuch zu wagen, einen Schritt in eine Welt zu setzen, wo die Vernunft kritisch angegriffen werden kann. Denken ist Reden mit sich selbst.